die Rocky Mountains von Kanada, wo unberührte Natur auf Massentourismus trifft, wo man Wildtiere an jeder Ecke beobachten kann und wo wir die nächsten 2 Wochen die Gegend mit unserem Mietauto unsicher machen. Hi, ich bin Benny und hinter der Kamera steht Isa und gemeinsam sind wir eBay Travels. Wie man an meinem Outfit vielleicht schon erkennen kann, es ist viel kälter. Wir sind nämlich inzwischen in Canmore. Und Canmore ist gar nicht so weit weg vom Banff. Und hier gibt es auch den Banff National Park. Und genau am Weg dorthin sind wir nämlich gerade. Wir freuen uns schon richtig lange auf die Nationalparks hier in Kanada. Und besonders auf die tollen Wanderstrecken und die malerischen Bergseen. Und ich hoffe, den ersten sehen wir heute. Bei 5 Grad geht heute für uns los zum Lake Louise. Das erfordert sogar einiges an Planung. Man kann nämlich nicht einfach mit dem Auto dort aufkreuzen, sondern muss im Vorfeld einen Shuttlebus buchen. Da haben wir vor 2 Tagen Tickets ergattert und jetzt sind wir am Weg dorthin. Auch wenn man nur mit dem Shuttlebus hierher kommt und nicht mit dem Privat-Pkw, merkt man, dass der Lake Louise wirklich einer der Hauptsehenswürdigkeiten des Banff National Parks ist, weil hier wirklich viel los ist. Aber wenn man nur ein paar Minuten auf einem der vielen Wanderwege hier spaziert, ist schon viel weniger los. Mit einem anderen Shuttlebus wechselt man dann einfach vom Lake Louise zum Lake Moraine. Den schauen wir uns natürlich auch an. Der Moraine Lake liegt in einem Tal, umgeben von 10 Berggipfeln im Valley of the 10 Peaks. Und er hat ähnlich wie der Lake Louise eine wunderschöne smaragdgrüne Färbung. Nur 35 Kilometer westlich vom Lake Louise im Yoho National Park liegt der Emerald Lake. Aufgrund seiner türkisblauen Färbung ist er eine absolute Sehenswürdigkeit und dementsprechend viel ist auch hier los. Um den See gibt es dann verschiedene Wanderrouten, wir machen gerade eine davon und die sind wirklich ganz verschieden und für jedes Fitnesslevel geeignet. Wenn man den Emerald Lake im Uhrzeigersinn umrundet, ist die erste Hälfte sicher die angenehmere zum Gehen. Das sind flache und ausgebaute Wege und mit super schönen Aussichtspunkten. Die zweite Hälfte verläuft dann hauptsächlich durch den Wald. Gibt aber auch schöne Aussichtspunkte, nur heute ist es leider etwas matschig. Show me life, show me love, make it change. Entlang der Schlucht kann man eine nette Wanderung im Johnston Canyon unternehmen. Der Weg ist recht einfach und deswegen ist hier auch sehr viel los. Aber je weiter man nach oben wandert, umso weniger Menschen trifft man an, denn die meisten drehen nach 1 bis 2 Kilometer wieder um. Den Unkan-Wasserfall erreicht man nach circa 1 Kilometer. Der ist nicht besonders riesig, hat aber eine tolle Färbung. Und nach ca. 3 Kilometer erreicht man den oberen. Hier fällt der Wasserfall 30 Meter in die Tiefe, was schon ganz schön beeindruckend ist. Heute sind wir mal nicht im Banff National Park, sondern im Kananaskis National Park unterwegs. Das ist auch nur 15 Minuten von unserem Hotel entfernt und hier besuchen wir den Grassy Lake. Der ist besonders durch seine grüne Farbe bekannt. Und hier gibt es wieder verschiedene Wanderungen. Wir machen jetzt eine, die entlang der Wasserfälle führt und wir schauen mal, wie das wird. I know
Wir sind heute am Icefield Parkway unterwegs. Das ist eine wunderschöne Straße, die durch den Banff National Park bzw. Jasper National Park führt. Und entlang von der gibt es unzählige Aussichtspunkte, an denen man stehen bleiben und die Gegend bewundern kann. Ursprünglich wollten wir heute nämlich von Canmore nach Jasper umziehen, aber da es im August im Jasper National Park Waldbrände gab und auch die Stadt Jasper relativ zerstört wurde, haben wir umsatteln müssen und wir bleiben jetzt etwas länger in Canmore. Aber den Icefield Parkway und die Columbia Icefields wollten wir trotzdem unbedingt sehen. Einen der Gletscher im Columbia Icefield kann man auch begehen, nämlich den Athabasca Gletscher. Da kann man entweder mit einem Arktis-Expeditionsfahrzeug um relativ viel Geld direkt auf den Gletscher fahren, oder man macht es so wie wir, parkt das Auto gegenüber vom Visitor Center und geht dann zu Fuß zum Fuß des Gletschers. Am Weg zum Gletscher kommt man übrigens bei mehreren Schildern mit Jahreszahlen vorbei, an denen man erkennt, wie weit der Gletscher in letzter Zeit zurückgegangen ist. Am Heimweg vom Columbia Icefield machen wir noch einen kurzen Zwischenstopp beim P2 Lake. Da führt ein nur 700 Meter langer Wanderweg hin zu einem Aussichtspunkt und den sehen wir uns jetzt an. Beim Sonnenuntergang wirkt der P2 Lake hier nicht ganz so smaragdgrün wie die anderen Seen, aber die Stimmung ist trotzdem toll hier. Und auch der Bow Lake liegt nur wenige Kilometer weiter entfernt. Nur 15 Minuten von der Stadt Banff entfernt liegt der Lake Minnewanka. Hier ist es ein bisschen weniger touristisch als an den anderen Seen, die wir schon besucht haben, aber genauso schön. Nur ca. 10 Minuten vom Lake Minnewanka entfernt liegt der Johnson Lake. Hier kann man entweder einen ca. 3 Kilometer langen Rundweg rund um den See machen oder sich an einem schönen sonnigen Tag im kühlen See abkühlen. Direkt an der Ortschaft Banff vorbei fließt der Bow River mit seinem wunderschönen türkisfarbenen Wasser. Am Fluss entlang gibt es einen Wanderweg, der sehr leicht zu begehen ist, und am Ende des Wanderwegs gibt es dann die Bow Falls, also eine Art Stromschnellen, die wirklich sehr eindrucksvoll sind. Einen schönen guten Morgen. Wir sind heute etwas später in den Tag gestartet. Das macht aber gar nichts, wir haben nämlich nur eine einzige Wanderung vor, und zwar den Boom Lake Trail. Da gibt es eine Raststätte direkt nach der Autobahn, von der der Trail wegführt. Und die Wanderung geht ca. 5 Kilometer hinauf bis zum Boom Lake und dann wieder 5 Kilometer zurück. Bis jetzt sehr, sehr schön. Wir hatten jetzt 2 Tage Pause. Wir sind nämlich von Canmore nach Whistler gefahren. Das waren in Summe fast 10 Stunden Autofahrt. Und jetzt sind wir in Whistler und hier schauen wir uns auch wieder was an. Und zwar den Rainbow Falls Loop. Vom Parkplatz sind es nur wenige 100 Meter bis zu den Rainbow Wasserfällen, die sind wunderschön. Dort kann man dann entweder umdrehen und zurückgehen zum Auto, oder man macht das so wie wir und macht den Loop. Das sind ungefähr 2,5 Kilometer und 150 Höhenmeter, und die Wanderung führt mitten durch den wunderschönen Wald hier. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afternoon. Nach unserer kleinen Wanderung am Vormittag sind wir jetzt in Whistler Village unterwegs. Und man merkt, hier ist wirklich alles auf Tourismus ausgerichtet. Im Winter dreht sich alles ums Skifahren, und jetzt im Sommer kann man hier sehr gut Mountainbiken und wandern. Take me back where I belong.
I want it all. I had a feeling that Die Stadt ist eigentlich in 3 Teile geteilt und überall führen Gondeln und Sessellifte weg. Und natürlich gibt es auch Restaurants, Gewandgeschäfte und Souvenirshops. I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. The feeling is all gone. The feeling is all gone. In Vancouver und auch in Whistler fanden 2010 die Olympischen Winterspiele statt und das sieht man immer noch in der Stadt. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong. Eine weitere Wanderung, die wir hier in der Nähe von Whistler unternehmen, ist der Trainwreck Trail. Das ist diesmal kein Wasserfall und kein See, sondern das ist eigentlich ein Spaziergang durch den Wald, weil hier sind vor etwa 70 Jahren Zugwaggons entgleist und die Reste davon kann man im Wald immer noch bewundern. I'm remembering the words you told me. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Das war es auch schon von uns und unserer Zeit hier in Banff und in Whistler. Wir sind nämlich gerade auf der Fähre auf dem Weg nach Vancouver Island und da sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und auch der Bow Lake liegt. Die obligatorischen Restaurants, Souvenirshops und was noch? Restaurants, Souvenirshops Und die alten Zugwaggons, die kann man hier bewundern. Bewundern. Sonst passt? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man bucht sich einen, oder nicht man bucht sich, sondern man bucht